Die United Health Group ist in der letzten Handelswoche um ca. 20% im Kurs nach unten gerauscht. Herzlich willkommen auf dem Börsenmarkt. Wir beleuchten heute mal die Gründe für den Kursverfall bei United Health und bei den anderen Versicherungsunternehmen. Ja, und United Health Group ist ja der Branchenführer im Gesundheitswesen, also auch eines der größten Gesundheitsunternehmen der USA. Man hat zwei Hauptgeschäftsbereiche, einmal eben Versicherungen durch United Healthcare und andererseits mit Optum, auch einen Anbieter für Gesundheitsdienstleistungen und Technologien. Das ist dann eben auch der Hauptwachstumstreiber hier bei United Health Group und da bietet man datengesteuerte Lösungen für Versorgung, Apotheken und Technologien an. Also man ist da sehr stark in Bereichen wie der Telemedizin oder auch der Analytik. Ja, jetzt ist ja natürlich der Newsflow in den letzten Tagen, Wochen, Monaten sehr negativ gewesen für United Health und wir sehen das jetzt eben auch hier am Kursverlust. Also wir hatten ja hier ein All-Time-High geschrieben von knapp über 625 US-Dollar und jetzt sind wir eben hier bis auf 489 US-Dollar nach unten gerauscht. Also hier ein wirklich starker Kursverlust in nur wenigen Tagen. Wir hatten hier auch ja, Nachrichten bezüglich des United Health ja, CEOs. Da sind sehr schlimme Sachen passiert und darum soll es da jetzt auch nicht in erster Linie drum gehen, aber das war so mal die erste Reaktion des Marktes sehr negativ darauf. Das ist einer der Gründe, warum jetzt hier ja, der Kurs doch etwas an einfach Luft rausgelassen hat. Zudem gibt es aber noch eine weitere Nachricht, die den Kurs nochmal deutlich stärker belastet hat und das ist jetzt eben hier diese Neuigkeit beziehungsweise die Aussage von Donald Trump und er hat eben hier gesagt, wir werden den Mittelmann ausschalten und damit hat er praktisch die Versicherer gemeint und zwar in erster Linie die Pharmacy Benefit Manager. Ja, was ist so ein PBM? Also es steht eben für Pharmacy Benefit Manager und diese Unternehmen agieren sozusagen als Mittler zwischen Apotheken, Versicherern und letztlich den Arzneimittelherstellern, um dann die Medikamentenkosten zu verwalten und da auch Rabatte zu verhandeln. Und das ist schon eine wesentlich andere ja, Struktur, einfach wie wir sie in Deutschland haben. Und da hat sich jetzt eben Donald Trump sehr negativ geäußert in diese Richtung und hat da auch ja, einige Aussagen jetzt getätigt, die so auch von den Demokraten vertreten werden, was dem Markt jetzt sehr stark aufhorchen hat lassen, weil jetzt klar wird, dass in der Politik in den USA da ja in beiden Parteien scheinbar eine große Verdrossenheit herrscht, was natürlich dazu führen kann, dass ja, United Health bzw. CVS und alle anderen Versicherer hier ja in Zukunft es deutlich schwerer haben werden, als PBM aufzutreten. Ja, mal um die Vorteile eines PBMs zu beleuchten. Also einerseits ist es natürlich schon so, dass wenn eine zentrale Verwaltungsstelle da ist, also ein PBM, ein Gesundheitssystem in den USA, können die natürlich auch viel besser Rabatte mit Arzneimittelherstellern verhandeln und dann letztlich günstigere Preise durch, ja zum Beispiel eine große Menge, die sie da bestellen, bekommen. Ja, sie bieten natürlich auch sogenannte Formularien an, also eine Liste bevorzugter Medikamente, die dann auch auf die Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit basieren und sie optimieren auch die Verfügbarkeit von Medikamenten. Also dadurch wird natürlich die Verwaltung von den Versicherungsansprüchen gemanagt und auch etwas leichter gemacht und die Komplexität an sich wird reduziert, weil sie helfen dem Versicherer, dem Patienten, sich ja im komplizierten Arzneimittelmarkt zurechtzufinden. Und ja, man hilft da einfach mit Programmen, um die Kostenkontrolle und Transparenz so ein bisschen zu steuern. Aber es hat natürlich auch viele Nachteile. Also die PBMs erhalten eben hier oft Rückvergütungen, also Rebates von diesen Arzneimittelherstellern, die dann eben nicht immer an den Versicherer bzw. den Patienten weitergegeben werden. Und das führt natürlich dann zu Interessenskonflikten. Ne? Also die PBMs, die arbeiten gewinnorientiert. Es ist nicht so wie in Deutschland. Ich weiß, das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion, aber es ist nicht so wie in Deutschland, wo hier keine Gewinnorientierung eine Rolle spielt, sondern hier steht das schon auch im Vordergrund. Deswegen sind sie auch public listed als ja, Aktie jetzt hier handelbar. Außerdem ist es eine monopolartige Struktur, weil der Markt sich von wenigen großen PBMs zusammensetzt, also wie CVS, Express Scripts oder eben Optum in dem Fall. Und das schränkt den Wettbewerb natürlich auch ein bisschen ein.
Manche Patienten zahlen höhere Zuzahlungen, weil dann eben PBMs oft teurere Markenmedikamente bevorzugen, wenn diese dann größere Rabatte anbieten, anstatt kostengünstige Generika zu fördern. Also da spielt auch einfach der Umsatz und der Gewinn, der möglich ist bei den PBMs, eine große Rolle. Die bevorzugen natürlich Medikamente, bei denen sie dann mehr verdienen. Im Vergleich zu Medikamenten, die vielleicht genauso gut wären, aber deutlich billiger sind für den Patienten. Das heißt, die spielen eine entscheidende Rolle bei dieser Kostenstruktur und bei der Kostenkontrolle und natürlich auch bei dem Zugang zu Medikamenten im US-Gesundheitssystem. Also ihre Rolle wird eben wegen dieser mangelnden Transparenz und ja, den möglichen Interessenskonflikten hier zunehmend kritisch betrachtet. Und deswegen möchte jetzt hier, oder war jetzt die Aussage von Donald Trump, dass man hier diesen Middleman ja, ausschalten möchte, so in die Richtung, was natürlich ja, einerseits für mehr Transparenz vielleicht sorgen würde, vielleicht auch eine bessere Förderung von Generika bedeuten würde, beziehungsweise eine Kostenreduktion für Patienten. Aber was ganz klar zu sagen ist, es hat hier nicht nur Vorteile, wenn die PBMs wegfallen würden. Natürlich würde dann auch eine Verhandlungsmacht wegfallen, also weil die PBMs bündeln natürlich diese Nachfrage vieler Versicherer und erzielen dann dadurch Mengenrabatte, die ja ein einzelner Apotheker oder ein einzelner Versicherer niemals erreichen könnten. Und ohne diese Rabatte würden hier kurzfristig die Kosten für die Medikamente definitiv ansteigen insgesamt. Das Problem ist, dass die Komplexität des Systems auch durch PBMs vereinfacht wird. Also die Abrechnung, Verwaltung von Medikamenten und so weiter müssten ja dann selber die Versicherer und Apotheken übernehmen. Und das ist nach aktuellem Stand völlig unrealistisch. Und das würde natürlich auch zu deutlich höherem Verwaltungsaufwand und möglichen Fehlern führen. Also sind die USA im Moment überhaupt in keiner Weise aufgestellt. Also das ist ein wirklich tiefgehendes gesellschaftliches Problem, wo sehr, sehr viel Regulatorik auch nötig ist, um es hier ja, zu schaffen, das dann selber zu übernehmen oder diesen Mittelmann eben nicht mehr zu brauchen. Also es ist schon so, im Moment sind diese Unternehmen und diese PBMs absolut systemrelevant und es ist eben sehr, sehr wichtig, dass die hier ihre Aufgabe erfüllen. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie ein ja, Postbote, der die Nachricht von A nach B treibt, sondern ein PBM bzw. United Health mit Optum, die machen hier schon eine sehr wichtige Aufgabe im Gesundheitssystem. Klar, außerdem, ohne PBMs könnten größere Versicherungsanbieter oder Arzneimittelhersteller ja ihre Marktmacht viel besser ausnutzen, was den Wettbewerb sogar noch weiter einschränken könnte und ja, kleine Marktteilnehmer benachteiligt. Und ja, die Alternative ist sowieso unklar. Also die PBMs spielen jetzt eine zentrale Rolle, auch natürlich in der Logistik und in der Verteilung von Medikamenten. Und es ist ja dann völlig unklar, wie wird die Aufgabe jetzt verteilt, wird die von einer anderen Institution übernommen, die muss vielleicht auch erst neu gegründet werden. Also ich sehe da in absehbarer Zeit überhaupt noch kein Verbot oder ja, eine andere Lösung jetzt hier für diese PBMs, auch wenn ja da auf jeden Fall einiges zu tun ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Struktur, die hier die USA an sich hat. Wir haben ja in Deutschland ganz andere Mechanismen, um das nochmal zusammenzufassen. Also PBMs, um die es jetzt hier geht. Das sind einfach private, gewinnorientierte Unternehmen und in Deutschland sind ja die Krankenkassen, Spitzenverbände nicht gewinnorientiert und das ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied. Ja, der trägt sich dann natürlich, schlägt sich dann sehr stark wieder in den zentralen Rollen, also einerseits eben Kostenkontrolle, Verhandlung von Rabatten und in Deutschland zum Beispiel sind ja einfach diese gesetzlichen Mechanismen durch diese Krankenkassen auch abgedeckt. Das deutsche System ist deutlich weniger auf private Vermittler angewiesen, weil wir Regulatorik haben und eine transparente ja, Verhandlungsstruktur bzw. gerechte Preisstruktur und die fehlt halt hier eben. Aber wie gesagt, also da muss einiges, wenn dann gesetzlich und regulatorisch vorgegeben werden. Ich sehe das jetzt nicht so, dass es einfach simpel ist, hier diesen Mittelmann ja, auszuschalten. Ich sehe hier United Health mit Optum weiterhin relativ gut aufgestellt tatsächlich. Aber lasst mich mal gern eure Meinung dazu wissen. Also glaubt ihr, das ist jetzt das Ende der großen Versicherer? Werden die jetzt davon langfristigen Schaden davon tragen? Gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben. Aber auch Daumen nach oben nicht vergessen. Also gerne Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren, einfach mit dem Video interagieren. Das hilft mir sehr weiter. Und ich habe auch noch einige spannende Videos in den letzten Tagen und Wochen hochgeladen. Zum Beispiel hier 3 Aktien für die Ewigkeit. Ist auch zum Beispiel Linde dabei, sehr interessantes Unternehmen.
Oder zu Novo Nordisk, ja, da haben wir jetzt einen 20% Kursrutsch gesehen, aber dieses Video ist immer noch sehr relevant und da habe ich auch schon ja, eine kleine Prognose ausgegeben. Auf jeden Fall Daumen nach oben nicht vergessen. Dankeschön. Ja, United Health, also wir sehen jetzt hier diesen Kursverlauf. Auf Sicht der letzten 10 Jahre haben wir eine Rendite im Kurs von 385%. Die Dividendenrendite ist natürlich jetzt mittlerweile wirklich sehr attraktiv mit 1,64% und KGV hier Time to Market 32. Wir zahlen schon eine nette Dividende, die soll auch weiter gesteigert werden in den nächsten 2 Jahren. Auf jeden Fall, ich denke auch, dass United Healthcare hier langfristig seinen Umsatz bzw. die Dividende definitiv weiterhin steigern wird. Das halte ich für absolut gesichert und man hat ja auch zum Beispiel den Dow Jones hier auf Sicht der letzten 6 Jahre outperformed. Im Vergleich zum S&P 500 war das schon ein relativ knappes Rennen, wenn man jetzt hier die Dividende mit einrechnet. Wenn wir nach aktuellem Stand trotzdem noch unter den breiten Gesamtindizes, aber es war jetzt eben auch so in den letzten Jahren, dass United Health sehr wenig volatil war und sich gerade in diesen stärkeren Korrekturen viel, viel stabiler gehalten hat als der breite Markt. Deswegen ist United Health für mich immer so ein Anker gewesen in meinem Depot, einfach der ein bisschen Ruhe mit reinbringt und es ist ein sehr stabiles Geschäftsmodell und ich bin ja auch investiert, also gleich mal Disclaimer, keine Anlageberatung. Ich habe hier natürlich auch ein bisschen einen Bias, weil ich schon in United Health investiert bin. Auf jeden Fall sehen wir eben, dass jetzt schon eine interessante Situation bei United Health da ist und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man die Aktie jetzt nochmal so günstig bekommt, in Anführungsstrichen. Deswegen könnte man da auf jeden Fall ganz genau mal drauf schauen. Diese ganzen Nachrichten sind natürlich negativer Newsflow für United Health. Es hat also jetzt in erster Linie keine fundamentalen Gründe für den Kursrutsch. Und es scheint auch so, als würden die Analysten das ähnlich sehen. Hier raten nämlich 87% zum Kaufen und nur 13% zum Halten. Keiner rät zum Verkauf und Kurspotenzial sehen Sie hier 27,8%, also auch sehr großes Kurspotenzial. Ja, wir schauen jetzt gleich noch ein bisschen den Chart an und bevor wir dazu kommen, falls du noch auf der Suche bist nach dem günstigsten Aktienbroker in Deutschland, dann kann ich dir auf jeden Fall Finanzen.net Zero empfehlen. Da kannst du jetzt eine Prämie von bis zu 50 Euro als Neukunde erhalten. Mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung kannst du hier ein Konto eröffnen, echte Schweizer Aktien handeln und hier vom besten Angebot profitieren. Benutze ich auch selber, kann ich auf jeden Fall mit gutem Gewissen empfehlen. Und es ist natürlich für mich indirekt auch eine kleine Unterstützung. Danke auf jeden Fall. So, wenn wir uns hier den langfristigen Chart mal anschauen, sehen wir schon, dass wir hier leicht nach unten ausbrechen, hier aus dieser ganzen Trenddynamik, die wir hier gebildet haben. Also wir sehen, dass dieser Trenddynamik hier schon an sich noch intakt ist. Wir sind natürlich auf Monatsbasis jetzt auch noch nicht im Schlusskurs. Also es fehlen ja noch 10 Tage hier bis zum Ende dieses Jahres und wir hatten jetzt diese lange Seitwärtsphase hier von 2021 eigentlich, beziehungsweise 2022 bis jetzt, hatten jetzt hier diesen Ausbruch. Jetzt möchte ich jetzt nochmal einzeichnen, hier diese Widerstandszone, die wir oben hatten, da sind wir drüber gelaufen, das war ein sehr, sehr gutes Zeichen, darüber haben wir ja auch schon lange geredet, also ich habe da auch schon mal öfter über United Health gesprochen. Das war ja immer unser Ziel, dass wir hier ausbrechen und hier unten waren gute Kaufkurse. Der Ausbruch kam und dann kamen wir aber hier in so ein bisschen eine Unsicherheit und diese Trompetenformation, die jetzt eben nach unten aufgelöst wurde und tatsächlich mit einem echt rasanten Druck nach unten. Also wirklich sehr, sehr viel Kursverluste hier. Wir sind jetzt praktisch genau 21% unterm All-Time-High und befinden uns jetzt eigentlich wieder in dieser Range. Das heißt, wir haben den Ausbruch geschafft, aber dieser war nicht nachhaltig. Wir sind wieder in die Range zurückgefallen. Wir müssen uns jetzt komplett neu aufbauen, was natürlich schon etwas schmerzlich ist. Und das wird jetzt wieder länger dauern, bis wir wieder da oben sind. Also entweder wir werden hier nochmal richtig stark hochgekauft und schließen hoffentlich Ende des Monats über 560 US-Dollar. Das wäre schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also umso mehr hier wieder nach oben gekauft wird, jetzt in diesem Monat, umso besser. Alternativ müssen wir hier lange warten, bis wieder eine ordentliche Bodenbildung erfolgt, ähnlich wie hier. Also das wird dann schon auch ein paar Wochen bzw. Monate dauern, wenn wir nicht wieder stark jetzt nach oben laufen.
Also mindestens mal so eine Bodenbildung, wie wir es hier gesehen haben, dass wir jetzt nochmal die Liquidität hier holen und dann anfangen, einen kleinen Doppelboden oder ein ISKS oder ähnliches zu bauen. Und wenn wir das dann geschafft haben, rückt natürlich wieder dieser Widerstand in Fokus um die 550 US-Dollar. Der muss natürlich dann wieder getestet werden und wieder übertroffen werden, weil der ist natürlich nach wie vor intakt. Die Relevanz ist hier ein bisschen geschwächt, weil jetzt hier einmal schon der Kurs drüber ausgebrochen ist, aber hier ist nach wie vor noch ein Widerstand, ja, im Chart vorhanden. Also mal hier abwarten. So eine Bewegung wäre ganz gut. Hier sowas, so ein Doppelboden und dann Einstieg hier drüber. Wenn wir jetzt sowas nochmal bekämen, dann wäre das ein sehr gutes Einstiegssignal. Nur eben hier, also ich kann es auch gerne nochmal einzeichnen, wie ungefähr man sich das jetzt vorstellen kann. Können jetzt hier nochmal nach oben laufen, laufen dann nochmal nach unten und bauen jetzt hier irgendeine Struktur aus. Und mit dem Überschreiten von dem markanten Hoch wäre das dann ein Kaufsignal. Im Moment sieht es da noch nach gar nicht, also gar nicht danach aus, als würden wir jetzt hier aktiv ja, ein Kaufsignal bekommen. Es ist hier sogar auch noch eine Gap offen. Also es könnte gut sein, dass wir jetzt hier nochmal diese Gap antesten und dann einen starken Anstieg im Kurs sehen. Also auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen, genau drauf schauen. Wenn hier ein Kaufsignal in diesen tiefen Kursregionen kommt, denke ich, dass United Health nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Invest sein kann. Ja, langfristig gesehen für mich absolutes Top-Unternehmen, zahlt eine nette Dividende, also ist auch ein guter Dividendenwachstumswert für jeden, der ihm das sehr wichtig ist oder Teil der Strategie ist. Eben hier knapp 1,7%. Es ist ein niedrig volatiles Unternehmen, zumindest immer gewesen, langfristig steigende Umsätze, aber im Hinterkopf behalten, starke Abhängigkeit von der Regulatorik und von der Regierung, von der Politik in den USA. Es ja, hat einfach auch ein schweres Standing hier, das Unternehmen, und da muss man sich den Risiken einfach bewusst sein, aber ich sehe da auf längere Zeit eigentlich keine Alternative in den USA, da müsste sehr, sehr viel passieren und selbst dann, also ich denke trotzdem, dass United Health jetzt irgendwie weiß nicht, also nicht mehr ja, irgendwie in die Unrelevanz rutschen kann, weil das Unternehmen schon so stark eingesessen ist. Aber da würde mich jetzt eben eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, dass ja, die Zukunft von United Health wirklich in der Schwebe hängt oder glaubt ihr weiterhin, dass United Health eine ja, stabile, langfristige Investition und Anlage sein kann für den Vermögensaufbau? Das ist jetzt der Moment. Ab in die Kommentare schreiben, was haltet ihr davon? Bleibt ihr weiter an Bord? Kauft ihr die Aktie vielleicht neu oder habt ihr die jetzt auf der Watchlist? Würde mich definitiv interessieren. Daumen nach oben nicht vergessen. Gerne natürlich den Kanal abonnieren, wenn du mehr von mir sehen möchtest. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob du vielleicht eine andere Aktie gerade spannend findest. Und dann mache ich gegebenenfalls dazu auch mal ein Video. Und das war's aber für heute. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ihr seht jetzt hier die Videos, die ich zuletzt hochgeladen habe. Einmal 3 Aktien für die Ewigkeit, Buy and Hold. Gerne jetzt auschecken oder mein neues Video zu Novo Nordisk. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.